Jo, hallo aus Berlin, Pianola Muse. Schön, dass du eingeschaltet hast hier in meinen Kanal. Heute aus dem Herzen Berlins am Fernsehturm freue ich mich, dich hier herzlich begrüßen zu dürfen. Ich wollte heute ein paar Menschen interviewen über das Thema intuitiv Klavier spielen. Hallo, darf ich dich was fragen? Ein schönes Thema. Hi, ja, genau, wir drehen gerade ein YouTube-Video. Ja. Ist es dir recht? Dass, Kein Problem. Super. Ich bin Pianola Muse aus Berlin. Ja. Und wie heißt du? Ich bin Svenja. Hi. Hallo Svenja, es freut mich. Ich habe ein paar Fragen an dich, Ja. wenn du bereit wärst. Ich bin gespannt, worum es geht. Genau. Also es geht um Musik. Ja? Hörst du gerne Musik? Sehr, sehr gerne, ja. Auf jeden Fall. Super. Hörst du auch gerne Klaviermusik? Ja, auch hin und wieder, ja. Hast du schon mal Musik gemacht oder Klavier gespielt? Ich mache auch selber Musik. Also ich spiele eher Gitarre und singe, aber ich spiele auch ein bisschen Klavier. Sehr schön. Und was assoziierst du oder würdest du assoziieren mit intuitivem Klavierspiel? Oh je, intuitivem. Das hört sich so nach Improvisation an. Ich weiß nicht, Intuition ist ja so, man macht, was man fühlt, so was die Intuition einem sagt. Also klingt so nach Improvisation irgendwie, finde ich. Genau. Und wir machen nochmal, würdest du es gerne mal ausprobieren? Ja, an sich schon. Also ich bin experimentierfreudig. Eben, ich kann mir jetzt noch nicht ganz was drunter vorstellen, aber ausprobieren würde ich es schon. Ja, also das ist so ein bisschen mit so einer meditativen Einstimmung und das würde dich interessieren? Ja, so an sich schon. Also ich experimentiere immer gerne rum. Gut, dann komm auf meine Seite, schau es dir Okay. mal an und Okay. ja, dann... Du bist da Spezialistin dafür sozusagen. Genau, ich habe Okay. die Pianola-Methode erfunden und das intuitive Spiel, eine Methode quasi dazu. Alles klar, ist ja cool. Ich check's mal aus. Genau, und das Video kannst du dann auch über die Seite dir anschauen. Also das Video zu... Achso, wo ich dann drin bin, oder wie? Ist es okay, wenn wir das sagen? Ja, ist kein Problem. Ist kein Problem. Kein Problem. Super, danke Svenja. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Hallo, habt ihr Lust auf eine Frage? Und zwar, ich drehe gerade ein YouTube-Video und hallo. Ich bin Pianola Muse aus Berlin und langjährig erfahrene Pianistin und Klavierlehrerin. Ich wollte heute einfach mal so ein paar Leute fragen. Zum Beispiel die erste Frage, hörst du gerne Musik oder machst du selber Absolut, Musik? ja. Ich spiele Keyboard und ich Hey, liebe richtig Musik, cool. Ja. Keyboard, ja? Absolut, ja. Einer meiner Lieblingskomponisten ist der griechische Pianist Gianni. Habe ich vor 3 Jahren live in Budapest gesehen. Hans Zimmer. Ja. Und ja, dann erübrigt sich eigentlich meine zweite Frage, ob du Klavier spielst, also ne, Keyboard. Ja, hobbymäßig. Aber eigentlich die Hauptfrage ist, was assoziierst du oder würdest du assoziieren mit intuitivem Klavierspiel? Alles, was aus dem Herz kommt. Ja? Ja, okay. Ja. Und würdest du es gerne mal ausprobieren? Oder hast du schon mal in die Richtung gespielt? Würdest du es gerne mal ausprobieren? Ja, für das bin ich zu wenig gut, um wirklich aus mir heraus zu spielen. Ich habe ja eine Methode für Anfänger, auch Fortgeschrittene, also aber auch für totale Anfänger entwickelt, intuitiv zu spielen, ohne Noten aus dem Stegreif heraus. Wärst du da interessiert dran? Absolut, ja. Dann kannst du gerne mal auf meine Homepage kommen. Okay, Da wird ja. auch das Video veröffentlicht. Du hast ja nichts dagegen, oder? Ja, absolut. Genau. Da kannst du dir das mal angucken. Okay, ja. Danke. Wie ist dein Name? Mein Name ist Tommaso De Paula und komme aus Süditalien. Wunderbar. Sind wir hier in den Ferien, ja. Toll, super. Ja. Und gefällt es euch hier? Absolut. Ja. Wir lieben Deutschland, Super. wir lieben Berlin, absolut. Perfekt. Egal, ist cool. Hey. Dankeschön. Alles Gute und vielen Tag Dank. noch. Dankeschön. Ciao, ciao. Hallo, ich bin Pianola Muse aus Berlin. Hast du was dagegen, wenn wir... I speak English, I'm sorry. Oh, okay. I'm Pianola Muse from Berlin and I'm a pianist and I would like to ask you a question.
about music? Music, yeah. Yes. Do you like music? Do you like to play it? To play it, yeah, sometimes. But I can play piano. But Great. but since 7 years maybe. 8 Okay. years like that, yeah. So that would be the second question if you would like to play piano, but you play. What I played? No, you play. Yeah. Yes. What kind of music? Like slow. I played too many English music. Yeah. Like I'm Faithful for Rihanna and Unbreak My Heart also. Do you play by ear or Yeah. with sheets? No, dear. Great. Yeah, but this I'm talking about 7 years ago. And where did you learn it? By yourself? Yeah, by myself. I started by school. I lived in Dubai. I started there. Then I owned one at home. Then I play, but not too much. When I hear some music that I like it, then I play it. Great. I didn't do that very well, but Doesn't matter. Yeah. I have a serious question now. What would you think or associate with intuitive by intuitive piano playing? Also by playing the piano intuitively. intuitively. Do you think? Can you imagine something? What that could be? Intuition. You know intuition. Okay. That's. Oh yeah. Play with your heart. Yeah, you close your eyes and you try to begin playing with your heart. That's intuitive music. Yeah. I don't understand here. Yeah. About a meditation. Yes. First step is the meditation, and then you close your eyes, and then you begin to play with your heart without notes what and. What you feel, you can change it with playing piano. What your feeling are and Yeah, for sure. Can you can you imagine to play intuitively? Again? Yes. So I instruct a method to play intuitively the piano. And when you are interested, you can come to my page and maybe look what it is about exactly. And there's also this video posting. Is it okay for you that we sharing this video share this video? by social media or YouTube. YouTube, yeah, it's okay. Yeah. Great. What's your name? Muhammad. I'm Pia, and this is Claudia. Nice to meet you. Hello. Thank you very much for the And have a nice day. You too. Bye. Thank you. Hallo, guten Tag. Haben Sie kurz Zeit? Ich mache gerade mit meiner Freundin ein YouTube-Video und zwar geht es um Musik. Hätten Sie Interesse und Lust, kurz mir 2, 3 Fragen zu beantworten? Ja. Also ich bin Pia Noller-Muse aus Berlin und langjährige erfahrene Pianistin und Klavierlehrerin. Und meine Frage an Sie ist, weil ich jetzt gerne ein bisschen auschecken möchte über meine Methode. Hören Sie oder spielen Sie gerne Musik? Ja, leidenschaftlich bin ich für Musik. Musik ist für mich das Beste, was es gibt auf der Welt. Ja, das ist ja schon mal schön. Und Ich soll jetzt Gitarre spielen lernen. Sie möchten gerne Gitarre spielen? Ich habe eine zu Hause stehen und habe noch nicht angefangen. Muss erst noch jemanden finden, der mir das beibringt. Alles klar. Aber singen tue ich leidenschaftlich gerne. Von früh bis abends träller ich durch die Wohnung. Ja, was für Lieder? Ja, alles Mögliche. Ich habe auch als Kind im Kirchenchorende gesungen und so. Also, Möchten Sie eine kleine Kostprobe geben? fällt mir jetzt nicht ein. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Na, ein Weihnachtslied. Ein. Okay, vielleicht fällt Ihnen gleich was ein und dann können Sie ja gerne noch mal eine Kostprobe geben. Wir können uns in der Zeit noch ein bisschen weiter unterhalten. Haben Sie denn schon mal oder mögen Sie gerne auch Klaviermusik oder haben Sie schon mal Klavier gespielt auch? Nein. Klaviermusik, ja, so kenne ich nicht viel. Kenne ich mich nicht viel mit aus. So Tschaikowski oder so ist wohl gut, ne? Alles klar. Und
Was würden Sie denn assoziieren mit intuitivem Klavierspielen? Intuitiven kann ich mit anfangen. Können Sie nichts mit? Intuition ist ja die Eingebung, also mehr aus dem Gefühl heraus als aus dem Verstand heraus. Ohne Noten, intuitives Klavierspiel. Können Sie sich darunter was vorstellen? Ja, nur nach Gehör sagt man. Ne? Früher hat man gesagt, entweder spielst du nach Noten oder nach Gehör. Okay, also es wäre so die Richtung ein bisschen aus dem Bauch heraus. Sagt Ihnen das was? Ja. Nicht wirklich. Hätten Sie denn Interesse an intuitivem Klavier? Also würden Sie es gerne erlernen selber? Bitte? Würden Sie auch gerne das intuitive Klavierspiel erlernen, wenn Sie die Möglichkeit hätten? Nee, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Gitarre spielen. Erstmal sehen, das ist so alles mit Kosten verbunden. Allzu hoch ist meine Rente auch nicht. Und intuitives Gitarrenspiel, würde Sie das interessieren? Ja, Gitarre überhaupt an sich. Aber das soll aber gar nicht so einfach sein. Gitarre spielen. Okay. Nicht so einfach vor, ne? Das soll aber auch schwierig sein. Gut, vielleicht probieren Sie mal ein paar intuitive Gitarrentöne. Sie können dazu auf meine Homepage mal gehen und überhaupt erstmal gucken, was mit der Intuition es sich auf sich hat. Und da haben Sie was dagegen, wenn das Video veröffentlicht wird? Nö, habe ich nichts dagegen. Das wird auf YouTube veröffentlicht und auf der Homepage ist dann auch das Video zu sehen. Gut. Wie ist denn Ihr Name? Marion. Marion, ich danke Ihnen recht herzlich und wünsche noch einen schönen Tag. Ich Ihnen auch. Tschüssi. Tschüss. Hallo, darf ich dich was fragen? Cool. Ich bin Pia Noller-Musa aus Berlin. Ich setze mich mal zu dir. Ich bin Pianistin und Klavierlehrerin und weil du hier auch schon so schön Kopfhörer hast, hörst du gerne Musik oder Klaviermusik? Ja, Ja? Klaviermusik auch? ich kann selber spielen, ja. Cool. Und das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du auch Klavier oder Musik spielst. Ja, habe ich mir selber beigebracht. Per Online-Kurs oder wie? Nein, ich hatte ein Notenbuch, weil ich habe eine Zeit lang Flöte gespielt. Ah, mit Noten. Und, ja, und dann habe ich mir das selber beigebracht, weil meine Schwester spielt auch und ja, das fand Und was für Musik spielst du gerne? ich klassisch. Klassisch. Was spielst du gerade? Ich habe jetzt ein halbes Jahr gar nichts mehr gemacht, aber davor habe ich gerne Mozart und sowas. Cool. Oh, schön. Ich liebe Mozart. Was würdest du denn mit intuitivem Klavierspiel assoziieren? Jetzt so ganz spontan. Inwiefern, wie meinen Sie das? Also Intuition ist ja die Eingebung, das, was wir aus dem Bauch heraus machen, aus dem Gefühl heraus, aus dem Herzen heraus und intuitives Klavierspiel. Was würdest du damit assoziieren? Also jetzt so, okay, also oder könntest du dir vorstellen, intuitiv Klavier zu spielen? Ohne Nein, Noten? könnte ich nicht. Nein, Ja, bist du an Noten fixiert so? sehr sogar. Ich könnte nicht einfach so aus dem Bauch heraus irgendwas spielen, nee. Hättest du denn Lust darauf? Ja. Ja? Dann bist du eigentlich bei mir genau richtig, weil ich habe die Pianola-Methode entwickelt. Das intuitive, also eine Methode, wie man intuitiv Klavier spielen kann ohne Noten. Wenn du daran interessiert bist, kannst du ja gerne mal auf meine Homepage kommen. Gerne. Da wirst du auch demnächst das Video sehen, wenn es für dich okay ist, dass wir es auf YouTube veröffentlichen. Ja, klar. Ja? Cool. Wie ist dein Name? Nathalie. Nathalie. Ja, ich freue mich. Du kannst auch gerne mich kontaktieren, wenn du Fragen zum Klavierspiel hast. Ja, gerne mache Helfe ich. ich dir gerne weiter. Okay, super. Ich danke dir fürs Interview. Super. Alles Gute. Ja? Tschüss. Ja, cool. Hallo. Hast du Lust auf ein YouTube-Video? Ja, muss ich da Englisch reden zu? Nein. Ja. Ja, okay, ja. Okay. Ja klar, er kann auch mit ins Bild. Hörst du gerne Musik? Ja, sehr gerne. Und machst du auch Musik? Nicht mehr, habe ich gemacht früher. Was hast du gemacht? Gitarre gespielt. Das ist ja cool. Ich muss gucken, ob die Aufnahme läuft. Ja. Könntest du dir auch vorstellen, oder magst du auch Klaviermusik oder würdest du auch gerne Klavier spielen? Ja, ich höre ab und zu mal Klaviermusik. Ja. Ja, hörst du. Und hast du ein Klavier zu Hause? Nee, aber Ja, ein das- Keyboard. Ein Keyboard. Super. Jetzt ist meine Frage, könntest du dir vorstellen, oder hast du bis jetzt nach Noten gespielt oder ohne Noten? Einfach mal so, aus Spaß. Und wie hast du das gelernt? Im Internet, YouTube auch.
Ah, cool. Ja, ich mache intuitives Klavierspiel. Das ist eine Art, ohne Noten Klavier zu spielen, aus dem Bauch heraus. Könntest du dir vorstellen, intuitiv Klavier zu spielen? Ja, ich denke schon, vielleicht. Ja? Ich gebe dir mal meine Homepage. Da kannst du mal raufgehen, wenn es dich interessiert und ein bisschen über meine Methode erfahren und über das intuitive Klavierspiel das zu erlernen. 12. Jetzt, wie ist denn dein Name? Lukas. Und deiner? Philipp. Philipp und Lukas, cool. Machst du auch Musik? Ja. Was denn du? Welches Instrument? Ich habe mal eine Zeit lang Schlagzeug gespielt. Oh, wie cool. Habt ihr auch mal zusammen Musik gemacht? Nee, wir kennen uns eigentlich nur aus der Grundschule, ja. Ah, und könntest du dir vorstellen, intuitiv Klavier zu spielen? So aus dem Bauch heraus? Was? Ich glaube nicht. Ich habe nicht so ein gutes Taktgefühl. Aber du spielst Schlagzeug? Ja. Wie hast du denn das gemacht? Nein. Ich habe, also mein Lehrer hat mir halt sowas gegeben, so einen Zettel. Ah, nach Noten? Nein, nicht nach Noten, das war halt so Bilder, auf welches Instrument, also auf welches Schlagzeug ich zuerst draufschlagen. Okay. Und das ist dir ein bisschen schwer gefallen? Ja, aber Ja, aber dann ist doch intuitives Spiel für dich genau das Richtige, weil das ist ohne Zettel, ohne Noten, das ist einfach nur drauf los. Okay. Das wäre was, ne? Ja. Pass auf, habt ihr was dagegen, wenn das Video veröffentlicht wird auf YouTube? Nö, passt schon. Sind eure Eltern hier? Nicht, dass ich dann nachher noch... Wir sind alleine. Alles okay? Kriegst du auch so einen Zettel? Ich hab schon wie es draufsteht? Das ist meine Homepage und da siehst du meinen YouTube-Kanal. Den findest du auf der Startseite. Okay. Ansonsten gibst du Pianola ein, Pianola Muse auf YouTube, da kommst du auch auf meinen Kanal. Okay. Hey, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg für eure Schulzeit und haut rein. Danke fürs Interview. Tschüss. Schönen Tag noch. Ebenso. Jo, ihr Lieben, das war's jetzt auch schon mit den Interviews. Ich finde, die sind alle richtig gut was geworden. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei dem Kamerateam bedanken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Pia.